Der dieswöchige Film befasst sich mit Steilstrecken. Genauer gesagt, er befasst sich mit Steilstrecken am Beispiel der Karsbachtalbahn bzw. der ehemaligen Wiedtalbahn. Da dies eines meiner Lieblingsthemen ist, ist der Film wirklich sehr lang geworden. Deshalb möchte ich direkt am Anfang ausdrücklich darauf hinweisen, dass man nicht gezwungen ist, sich den Film an einem Stück anzugucken. Wie immer gibt es in der Videobeschreibung eine anklickbare Inhaltsübersicht. Durch sie kann man mit einem Klick einen bestimmten Punkt in dem Video erreichen. Ansonsten ist das Video im Prinzip in 3 verschiedene Komponenten aufgeteilt. Erstens die Vorbildbetrachtungen, zweitens die Überlegungen zur Umsetzung im Modell und drittens die Vorbildbetrachtung als Anregungen zur Ausgestaltung der Modellbahn. Und jetzt noch kurz der Hinweis, dass es auch zu diesem Video wieder eine Playlist gibt. Sie ist über die Infocard oben rechts, über die Videobeschreibung und über die Endcard am Ende des Filmes abrufbar. Ansonsten habe ich mich entschlossen, die Filme von der Auflösung her etwas zu reduzieren. Die Filme sind jetzt von der Auflösung nicht mehr 4K bzw. UHD, sondern nur noch Full HD. Die Filme in 4K können dann bei mir zum Download bestellt werden. Entweder allein nur die Filme oder mit Bonusmaterial, das heißt die Infografiken als PDF und die Einzelbilder als JPEG. Nähere Details dazu gibt's in den kommenden Wochen. Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Thorstens MOBA Planungsdienst hat jetzt seine eigene Seite auf meiner Firmenwebseite infographics.de. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Auf dieser Seite werden in den kommenden Wochen Stück für Stück alle relevanten Informationen veröffentlicht. Doch kommen wir nun wieder zum gewohnten Ritual. Gleich zu Anfang des Films der Hinweis: Über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Was ist denn eine Steilstrecke? Das ist doch auch wieder so ein Nischenthema. Ja, stimmt, das ist es. Aber aus meiner Sicht ist das völlig unverständlich. Das Thema bietet wirklich sehr viele Optionen für die Modellbahn. Man kann auf kurzer Strecke große Höhenunterschiede überwinden und eine kurvige Streckenführung ist ebenso glaubhaft wie viele Brücken, Tunnels und Taleinschnitte. Und das alles auf relativ kurzer Distanz. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Was ist eine Steilstrecke? Bei der Beantwortung der Frage muss man zwischen Hauptbahnen und Nebenbahnen unterscheiden. Eine Hauptbahn gilt schon als Steilstrecke, wenn sie stärker als 25 Promille geneigt ist. Wirklich interessant wird das Thema allerdings erst bei der Nebenbahnsteilstrecke. Das sind Strecken mit über 40 Promille Neigung. Auf ihnen galten besondere Betriebsvorschriften. Die Steilstrecke vor meiner Haustür, die Karsbachtalbahn, beziehungsweise damals war es noch die Wiedtalbahn, genauer gesagt die Reste der Wiedtalbahn, durfte beispielsweise bis 1968 nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Danach wurde die Höchstgeschwindigkeit auf aberwitzige 30 km/h hochgesetzt. Hier mal ein paar Filmsequenzen aus der Zeit, als es schon die Karsbachtalbahn war. Auf solchen Strecken wie der eben gesehenen durften nur spezielle Fahrzeuge eingesetzt werden. Der wesentliche Punkt war wohl eine weitere separate zusätzlich zu bedienende Betriebsbremse. Bei Dampflokomotiven war das normalerweise eine Riggenbach-Gegendruckbremse, bei Diesellokomotiven kamen oft hydrodynamische Bremsen zum Einsatz. Bei Fahrzeugen wie dem eben gesehenen Schienenbus kamen nach meinen Informationen Motorstaubremsen zum Einsatz. Es gab also viele verschiedene Möglichkeiten, die Fahrzeuge umzurüsten. Manche waren von außen zu sehen, andere nicht.
Quasi fast das ganze 20. Jahrhundert hindurch war es auch so, dass auf vielen Steilstrecken das Triebfahrzeug auf der Talseite des Zuges stehen musste. Außerdem musste die Feuerbüchse bei Dampfloks am Talende des Kessels sein. Meines Wissens ist es erst seit den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts erlaubt gewesen, dass Triebfahrzeuge auch am Zuganfang, also an der Bergseite des Zuges stehen, wenn sie eine Steilstrecke befahren. Besondere Fahrzeuge für Steilstrecken. Die preußische T16.1 bzw. die spätere Baureihe 94 5-17 war meines Wissens die erste Lokomotive mit Adhäsionsantrieb, die auf Steilstrecken eingesetzt wurde. Das gilt zumindest für Nebenbahnen. Auf Hauptbahnen war es wohl die Baureihe 95. Oft machte sie den betrieblich relativ aufwendigen Einsatz von Zahnradloks überflüssig. Eigentlich war die Lok für den Rangier- und Verschiebedienst beschafft worden, aber Mitte der 20er Jahre kam man wohl auf die Idee, diese Lok auch mal auf den Steilstrecken einzusetzen. Dabei muss sich die Lok wirklich gut bewährt haben, denn wenige Jahre nach dem ersten Einsatz wurden die Zahnstangen beispielsweise auf der Vitalbahn ausgebaut. Für den Steilstreckeneinsatz erhielten die 94er, die auf Steilstrecken eingesetzt wurden, eine Riggenbach-Gegendruckbremse. Das Merkmal, an dem ich diese Loks normalerweise erkenne, ist eine Öffnung seitlich an der Rauchkammer. Die ist hier grün eingezeichnet. Also die Öffnung, nicht die Rauchkammer. Die besagten Öffnungen haben verschiedene Formen. Mal sind sie rund, mal sind sie eckig, aber sie sitzen immer in dem Bereich, in dem sie hier eingezeichnet ist. Wenn ich so drüber nachdenke, könnte es sein, dass die Steilstreckentauglichkeit der Baureihe 94 im Zusammenhang mit Bau und Erprobung der Baureihe 95 entdeckt wurde. Die Baureihe 95 wiederum ist eine Entwicklung der preußischen Staatsbahn. Für sie war im preußischen Nummernschema die Bezeichnung T20 vorgesehen. Gebaut wurden sie allerdings erst in den Jahren 1922 bis 1924, also schon unter der Fuchtel der Deutschen Reichsbahn. Aufgabengebiet sollte der Transport von schweren Güterzügen auf steilen Hauptstrecken sein. Die Radsatzfahrmasse bzw. umgangssprachlich die Achslast war allerdings mit 19,1 Tonnen bei dieser Lok zu hoch für Nebenstrecken. Ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen die Baureihe 94 mit einer Achslast von 17 Tonnen ins Visier für den Einsatz auf Nebenbahnsteilstrecken gekommen ist. Seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts muss die Strecke Linz-Kallenborn aber soweit ertüchtigt worden sein, dass die Baureihe 95 die Strecke heute befahren kann. Ansonsten ist hier auf dem Bild noch eine weitere Besonderheit der Strecke zu sehen. Wenn zwei Lokomotiven an einem Zug sind, dann müssen die sich auf die beiden Enden des Zuges verteilen. Und wer genau hinsieht, erkennt auf der Bergseite des Zuges schon die nächste steilstreckentaugliche Baureihe. Naja, wirklich steilstreckentauglich ist sie zumindest nicht ab Werk. Aber sie kann steilstreckentauglich gemacht werden. Diese Eigenschaft wird dann auch gut sichtbar angezeigt. Der Grund, warum hier eine Baureihe 215 umgerüstet wurde, anstatt gleich eine Baureihe 218 zu nehmen, die steilstreckentauglich ist, dürfte in dem Heizsystem liegen. Während letzteres bei der 218 schon elektrisch war, heizt die 215 noch mit Dampf. Eigentlich war es ja vorgesehen, die 215er irgendwann in 218er umzubauen, deswegen haben sie auch den 40 cm verlängerten Rahmen gegenüber der Baureihe 216, aber es kommt doch manchmal anders, als man denkt. Nach meinem Kenntnisstand wurde jedenfalls nie eine Baureihe 215 in eine Baureihe 218 umgebaut. Und damit kommen wir auch schon zu meiner Lieblingssteilstreckenlokomotive der Epochen 4 und später, der Baureihe 213. Eine Zeit lang waren rund 40% der je gebauten 213er in Linz am Rhein anzutreffen. Das hört sich jetzt erstmal nach irre vielen Fahrzeugen an, aber bei 10 gebauten Exemplaren sind 40% durchaus noch eine überschaubare Anzahl. Ein weiteres steilstreckentaugliches Fahrzeug ist der VT 98, oder wie das Gefährt seit 1968 heißt, Baureihe 798. Zu Bundesbahnzeiten gab es durchaus die Kombination aus Triebwagen und Steuerwagen, aber heute fahren da eigentlich nur noch Triebwagen in Doppeltraktion hoch. Zumindest dann, wenn mehr als ein Wagen gebraucht wird. Der Grund dafür liegt eigentlich auf der Hand. Wenn hohe Last und geringe Geschwindigkeit zusammenkommen, wie das ja bei der Steilstrecke gegeben ist, dann ist das der Tod jeder Zylinderkopfdichtung. Man achte nur mal bei dieser Filmsequenz auf die blau-weißen Wölkchen über dem Dach des Schienenbusses. Jedem Schrauber wird klar sein, was als nächstes an Arbeit ansteht. Gut, ich gebe zu, bei den Lichtverhältnissen eben waren die bläulich-weißen Wölkchen schlecht zu erkennen, aber jetzt ist das ein bisschen anders. Zumindest wer darauf achtet, wird die Signale erkennen, die Probleme ankündigen.
Aber das ist halt der Preis des Erfolgs. Die Schienenbusse sind oft bis auf den letzten Platz besetzt. Auf diesem Bild sehen wir weitere spezielle Steilstreckenfahrzeuge. Einerseits sind da die beiden Steilstreckenvorstellwagen in der Bildmitte und andererseits ist da die zum Ersatzteilspender degradierte vierte 213er. Besondere Bahnanlagen bei Steilstrecken. Im engeren Sinne besondere Bahnanlagen für Steilstrecken gab es eigentlich nicht. Aber wenn die Steilstrecke wirklich erst am Bahnsteig endete, war es oft so, dass hinter dem Einfahrtssignal zum Bahnhof eine Schutzweiche war. In der Grundeinstellung endete sie im Kiesbett oder sonst in irgendeinem Auslaufbereich. Erst wenn der Zug vor dem Einfahrtssignal des Bahnhofs zum Stehen gekommen war, wurde sie umgelegt. Somit konnte der Zug dann an den für ihn vorgesehenen Bahnsteig heranfahren. Solche Situationen waren beim Vorbild zwar nicht allzu häufig, aber es ist eine sehr interessante Option für kleinere Modellbahnen. Wenn einem diese Option interessant vorkommt, dann sollte man sie auch nutzen. Besondere Vorteile von Steilstrecken für die Modellbahnen. Was ist denn an Steilstrecken für den Modellbahner so besonders vorteilhaft, werden sich jetzt manche Leute fragen. Nun, der erste Vorteil ist, dass größere Höhenunterschiede überwunden werden können, ohne das Fundament der Vorbildnähe zu verlassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Triebfahrzeuge in den Epochen 1 bis 4 immer am Talende des Zuges stehen mussten. Das ist besonders hinsichtlich Platzbedarf sehr vorteilhaft. Bei Dampfloks kam noch hinzu, dass die Feuerbüchse immer am Talende der Lok stehen musste. Das heißt, die Loks müssen auch nicht gedreht werden, wenn sie die Fahrtrichtung wechseln. Da diese ganzen Aussagen im Moment eher theoretisch sind, gucken wir uns das mal an einer praktischen Planung an. Diese Anlage hier ist ja auch schon eine alte Bekannte, die schon in mehreren Teilen dieser Modellbahnplanungsserie vorgestellt wurde. Die entsprechenden Teile der Modellbahnplanungsserie sind in der Playlist zu diesem Film hier zu finden. Diese Multideckanlage stellt in der unteren Ebene die rechte Rheinstrecke in H0 dar. Naja, genau genommen stellt sie den hier in dem Video zu sehenden Abschnitt der rechten Rheinstrecke dar. Der in meinen Augen wichtigste Bereich an der ganzen Szenerie ist die Rampe zur Steilstrecke nach Kallenborn. Und damit sind wir nach diesem kurzen Exkurs auch wieder beim Kernthema dieses Filmes angelangt. Nach einem kurzen Blick auf den H0-Bereich dieser Multideckanlage blenden wir in der Betrachtung die darüber liegende Spur-0-Anlage ein. Da das Ganze jetzt etwas verwirrend ist, blenden wir lieber die H0-Anlage aus. Und jetzt sehen wir, wie wenig raumgreifend ein wirklich vollumfänglich funktionierender Schattenbahnhof für eine Steilstreckenanlage ist. Besonders im Vergleich zu einer Kehrschleife ist die Platzersparnis enorm. Hier im Vergleich dazu ein Kreis, der etwa dem Radius R1 von Lenz entspricht. Das entspricht wohl in etwa der kleinsten betriebssicheren Kehrschleife in Spur 0. In Spur 1 und Spur 2 wäre der Platzbedarf bei Normalspur noch wesentlich größer. Oder anders gesagt, je größer der Maßstab, desto größer die Platzvorteile einer Steilstreckenanlage. Ein anderer Vorteil ist, auf Steilstrecken wurden immer verhältnismäßig kurze Züge eingesetzt. Das als Vorteil zu begreifen, fällt den Anhängern der kleineren Nenngrößen sicher schwer. Aber in dem Moment, in dem man sich in Nenngrößen bewegt, bei denen ein einziger Waggon schon deutlich über 100 € kostet, wird einem doch verhältnismäßig schnell bewusst, warum kurze Züge einen Vorteil darstellen können. Eine weitere Frage ist natürlich, wie steil soll denn eine Steilstrecke auf einer Modellbahn sein? Nun, ich würde mich da eher an der oberen Grenze der Steilstrecken für Adhäsionsantrieb orientieren, also 50 bis 60 Promille. Aber das hängt natürlich auch ganz entscheidend von den Fahrzeugen ab, die die Steilstrecke hochfahren sollen. Wenn die Fahrzeuge die Steilstrecke nicht hochkommen, ist die Steilstrecke im Prinzip witzlos. Wenn das passiert, ist es in meinen Augen sinnvoll, zu überprüfen, ob die Gleise auch wirklich alle sauber verlegt sind. Denn nicht selten führen schlecht verlegte Gleise zu Traktionsverlusten an den Antriebsachsen der Lok. Wenn die Gleise sauber verlegt sind und die Lok trotzdem nicht hochkommt, kann man versuchen, die Lok schwerer zu machen. Das sollte auch zu mehr Reibung auf den Schienen führen. Ansonsten könnte man natürlich noch die Waggons leichter machen oder einfach weniger davon anhängen. Gestaltungsanregungen für die Trassenführung und Ausgestaltung einer Steilstrecke. Zuerst betrachten wir die Strecke aus dem Inneren eines VT98 heraus. Wo dies möglich ist, wird eine Szene auch aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Manche Punkte an der Strecke, so wie diese Brücke hier, habe ich aus verschiedenen Perspektiven fotografiert und das zu verschiedenen Jahreszeiten und in verschiedenen Jahren. Die Art der Blickwinkeländerung ist an der Art der Bildüberblendungen zu erkennen.
Beispielsweise so ein zur Seite gedrehter Würfel bedeutet eine Blickwinkeländerung von 90 Grad. So eine Überblendung zwischen zwei Bildern bedeutet, dass sich der Blickwinkel nicht großartig ändert. Wechselt der Blick in die entgegengesetzte Richtung, werden die Bilder ausgetauscht. Und hier jetzt ein Blick von der anderen Seite der Strecke auf den Fotostandpunkt von eben. Das Verkehrsschild steht senkrecht. Es ist, glaube ich, ganz gut erkennbar, wie steil die Strecke ist. Und jetzt erstmal ein paar Streckeneindrücke von einem von Kallenborn nach Linz fahrenden Schienenbus. Da es sich bei diesem Streckenabschnitt ursprünglich um einen Zahnradabschnitt handelte, gibt es nahezu keine ebenengleichen Bahnübergänge. Viele Kurven, kurze Geraden und eine wilde Topografie. Was will ein Modellbahner mehr? Der Haltepunkt Kasbach während der Umbauphase. Auch der starke Neigungsunterschied zwischen Straße und Strecke ist definitiv modellbahntauglich. Blick zurück auf den Haltepunkt Kasbach. Aber blicken wir wieder in Fahrtrichtung Linz. Da kommt nämlich ein seltsames Bauwerk ins Sichtfeld. Wozu diese Einhausung dient, weiß ich nicht. Es könnte aber durchaus ein Steinschlagschutz sein, weil ganz in der Nähe ein großer Basaltsteinbruch ist. Nur wenige Meter weiter ist das Kasbach-Viadukt. Es wurde auch schon von Karl Bellingroth aus dieser Straße fotografiert. Dieses Foto habe ich leider erst ein paar Sekunden zu spät gemacht. Ein paar Sekunden vorher sah man überhaupt nicht, wo diese Strecke weitergeht. Während ich damit beschäftigt war, mein Herzkammerflimmern wieder in den Griff zu bekommen, kam auch schon der Rhein in Sicht. Mein erster Gedanke beim Anblick dieser Trassenführung war: Anmerkung für Leute, die zum Lachen in den Keller gehen. Achtung, jetzt folgt Ironie. Endlich mal eine Rampe, die man auch mit dem Märklin-M-Gleis hinbekommt. Und so langsam erreicht der Schienenbus den Bahnhof Linz. Die letzten paar Meter der Kasbachtalbahn laufen parallel zur rechten Rheinstrecke. Und noch einige wenige Eindrücke von der Bergfahrt Richtung Kallenborn. So, und jetzt folgt noch ein ungeschnittener Film von einem Schienenbus in Kallenborn, von der Ankunft bis zur Abfahrt. Allein diese Filmsequenz dauert fast 7 Minuten. Allerdings muss man sich diese Filmsequenz ja nicht komplett ansehen. Sie ist lediglich als Angebot für interessierte Zuschauer gedacht.
Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Thorstens Mobile Planungsdienst hat jetzt seine eigene Seite auf meiner Firmenwebseite infographics.de. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Auf dieser Seite werden in den kommenden Wochen Stück für Stück alle relevanten Informationen veröffentlicht. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten stehen auf der Website. Wobei sie natürlich auch in diesem Bild hier abzulesen sind.